Es ist für kleine und mittelständische Unternehmen nicht einfach, die Industrie 4.0-Idee wirklich vernünftig umzusetzen. Es gibt eine Menge an verschiedenen Basistechnologien, die grundsätzlich zum Einsatz kommen können. Die Technologieauswahl ist nicht wirklich einfach. Gleiches gilt für die Anwendungen. Im Grunde genommen brauchen Unternehmen eine Anwendungsroadmap. Unternehmen müssen die richtigen Anwendungen identifizieren, sie müssen sie bewerten hinsichtlich der Nutzenpotenziale, hinsichtlich der technischen Machbarkeit und können vor dem Hintergrund dann auch wirklich erst aktiv werden. Ziel im Projekt war, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir als Fraunhofer Institut vor allen Dingen KMUs bei der Implementierung dieser seit langem existierenden Industrie 4.0-Idee zu unterstützen und das insbesondere im Zusammenhang mit Produktions- und Logistikfragestellungen. Ja, wir haben im Nürnberger Nordostpark in der Linkhalle eine vollständige Produktionskette nachgebildet, vom Wareneingang über die Montage bis hin zur Verpackung und zum Warenausgang. Wir haben eine ganze Reihe von Anwendungsfällen identifiziert. Wir haben für diese Anwendungsfälle gemeinsam mit Praxispartnern Anforderungen formuliert. Wir haben geguckt, welche Technologien passen und welche nicht. Dort, wo technologische Lücken zu schließen waren, haben wir das getan und dann eben sukzessive die einzelnen Anwendungen umgesetzt und zu einem Gesamtsystem zusammengebaut. Wichtig ist, dass wir nicht nur Fraunhofer-Technologien zum Einsatz gebracht haben, sondern eben auch Technologien, die am Markt verfügbar sind. Das, was wir tun, soll ja vor allen Dingen für kleine und mittelständische Unternehmen Nutzen bringen. Und wir haben vor diesem Hintergrund eben Wert gelegt auf etablierte Technologien und vor allen Dingen auch auf Modularisierung. Wir können einzelne Teile dieses Gesamtsystems ohne Probleme in der Praxis implementieren, funktioniert auch ohne den Gesamtkontext. Also ich denke, dass KMU wie große Unternehmen auch zunächst mal eine sehr klare Zukunftsvision brauchen. Wo möchte man denn mit der digitalisierten Wertschöpfung tatsächlich hin? Das Zweite ist, dass Unternehmen ihre Position im digitalen Transformationsprozess wirklich gut kennen müssen. Denn nur wenn das der Fall ist, kann man auch die nächsten Schritte gehen. Ja, das Dritte ist dann eben auch schon, dass sich Unternehmen überlegen, was denn die sinnvollsten Anwendungen sind. Und da kann man sich eben einmal oder muss man sich einmal an der technischen Machbarkeit, zum anderen aber auch an den Fähigkeiten und an den Kompetenzen des Unternehmens selbst orientieren. Wenn KMUs dann noch die Menschen mitnehmen im eigenen Unternehmen und wenn sie kluge Partnerschaften knüpfen, dann ist eigentlich alles getan. Also das Erste, was wir mit und für Unternehmen tun können, ist, sie bei der Entwicklung eines klaren Zukunftsbildes zu unterstützen. Wir machen das datenbasiert und methodisch absolut sauber. Das Zweite ist, dass wir ausgehend von diesem Zukunftsbild das Management im Unternehmen auch über Jahre begleiten können beim eigentlichen Transformationsprozess. Das Vehikel der Transformation ist letzten Endes die datengetriebene Anwendung und auch bei der Konzeptualisierung und Implementierung solcher Anwendungen können wir helfen. Ne? Wir haben eine ganze Reihe von Kompetenzen. Wir kennen uns aus mit Datenintegration, mit Datenräumen, mit Data Analytics. Wir kennen die Basistechnologien und wir kennen auch die Verfahren, die das Management eben für eine kluge Steuerung benötigt. Ja, und der wichtigste Punkt ganz am Ende, was wir auch tun können, ist, wir können KMUs dabei unterstützen, Akzeptanz zu schaffen im eigenen Unternehmen, Hindernisse abzubauen. Auch das ist was man in der digitalen Transformation beherrschen muss. Ich denke, das Wichtigste ist, zunächst mal mit einer klaren Zukunftsvision zu beginnen und dann schrittweise umzusetzen. Die kleinen Schritte zuerst. Die Technik spielt eine ganz wichtige Rolle, mindestens genauso wichtig ist aber auch die Organisation und der Mensch. Beides muss mitgenommen werden und es braucht auch die Unterstützung der Geschäftsführung, ohne
diese geht tatsächlich nichts.